amendment Und ich habe diesen Verfassungszusatz zusammengefasst with the following words: mit den folgenden Worten. that the 14th Amendment is essentially a law Der 14. Verfassungszusatz ist in Wirklichkeit ein Gesetz, that deals with the protection of everybody, das damit zu tun hat, jeden zu schützen. everybody who is considered a citizen. Jeder, der als Bürger betrachtet wird. And it says that every citizen has equal protection under the law. Und er sagt, dass jeder Bürger den gleichen Schutz unter dem Gesetz hat. I want to remind every one of us Ich möchte jeden Einzelnen von uns daran erinnern, the purpose of that amendment, die Absicht dieses Verfassungszusatzes, even though it had far-reaching effects, auch wenn es weitreichende Folgen hat, some of those usages of this amendment manche dieser Verwendungen von diesem Verfassungszusatz was not in the mind of the framers of this law. waren so nicht von denjenigen gedacht, die dieses Gesetz herausgebracht I will haben. remind you that it was passed in 1866 Ich möchte euch daran erinnern, dass es im Jahr 1866 herausgebracht wurde, ratified in 1868, ratifiziert im Jahr 1868. and when you look at those dates Und wenn ihr euch diese Daten anschaut and you see two important points, und ihr zwei wichtige Punkte sehen könnt, citizenship die Staatsbürgerschaft and equal rights, und die gleichen Rechte, you know that this amendment was connected to the subject of race and slavery. dann weißt du, dass dieser Verfassungszusatz zusammenhängt mit dem Thema der Rasse und der Sklaverei. It was the major post-Civil War amendment Es war der größte Verfassungszusatz nach dem Bürgerkrieg. and it was designed to correct many of the wrongs, many of the ills that the Black people in America faced. Und er war dazu da, diese Probleme, denen die schwarze We'll put it Bevölkerung this way. Amerikas gegenüberstand, anzugehen. It was designed to legally address the subject of slavery. Es war dazu da, auf legale Weise das Thema der Sklaverei anzugehen. Today, Heute, at the end of the world, am Ende der Welt, when things are not literal but spiritual, wenn die Dinge nicht buchstäblich, sondern geistlich sind, this amendment is used for other issues, other subjects. dann wird dieser Verfassungszusatz für andere Themen We verwendet. spoke of Brown versus Board of Education. Wir haben über den Gerichtsfall Brown gegen Board of Education gesprochen, We spoke of Roe versus Wade. über den Gerichtsfall Roe gegen Wade. I didn't mention yesterday, but I have in the past, Ich habe es gestern nicht erwähnt, aber bereits in der Vergangenheit. Bush versus Gore. Bush gegen Gore. This was the legal fight about the post-election results. Und das war die gerichtliche Auseinandersetzung über die Wahlergebnisse. And Obergefell versus Hodges. Und Obergefell gegen Hodges. So the ones that we've spoken about, Die, über die wir gesprochen haben, except one, außer einen, really deal with the issue of equal rights under the law. die handeln wirklich mit dem Thema der gleichen Rechte unter dem Gesetz. And I want to add one more phrase. Und ich möchte noch einen weiteren Ausdruck dazu It's called hinzufügen. due process. Das muss ich kurz nachschauen. Now, in another language, that doesn't
in another language that doesn't translate so well. In anderen Sprachen kann man das nicht so gut übersetzen. Das ordnungsgemäße And what it Verfahren. really means is that under the law, everybody has certain rights, certain procedures that must be followed. Und das bedeutet, dass jeder unter dem Gesetz gewisse Regeln und Rechte hat, gewisse And you Prozesse. can't withhold those rights because of a person's race or color or background. Und diese Rechte kann man jemandem nicht nehmen, nur weil er eine gewisse Hautfarbe oder einen gewissen Hintergrund hat. In English, it's called due process, what you deserve. Und das ist das ordentliche Gerichtsverfahren, das jeder verdient. Jeder hat ein Recht darauf. Now, the reason why I wanted to remind us of this amendment Der Grund, warum ich uns an diesen Verfassungszusatz erinnern möchte, is because the more we go over past information, ist, weil je mehr wir über die vergangenen Informationen hinübergehen, the better we will be able to understand what I'm going to phrase present truth. desto besser werden wir verstehen, was ich als gegenwärtige Wahrheit nennen würde. And I connected the discussion of this amendment Und ich habe diese Diskussion über diesen Verfassungszusatz damit verbunden with an issue that's current within our movement. mit einem Thema, das in unserer Bewegung geläufig ist. And I framed it yesterday in this fashion. Und ich habe das gestern wie folgt ausgedrückt. How the leadership, the speakers, Wie die Leiterschaft oder die Sprecher speak about and treat men. Über Männer sprechen und wie sie behandeln. And there is a growing voice in the movement Und da ist eine anwachsende Stimme in dieser Bewegung, that people, men, are beginning to raise their voices and complain dass die Leute, insbesondere Männer, beginnen ihre Stimme zu erheben und sich zu that beschweren, we have a one-track mind, dass wir einen eingleisigen Verstand haben, all we speak about is equality. dass wir nur noch über die Gleichheit sprechen. And not only that, Und nicht nur das, in the process of talking about equality, we criticize men too much. während wir über die Gleichheit sprechen, kritisieren wir die Männer zu sehr. And it's all one-sided. Und das ist alles sehr einseitig. And the reason why it's important that we understand this issue Und der Grund, warum es so wichtig ist, dieses Thema zu verstehen, is because people tend to think that there are different perspectives or two sides to an argument. ist, weil die Leute dazu geneigt sind zu denken, dass es verschiedene Perspektiven oder zwei Seiten des Arguments gibt. I'll express it another way. Ich drücke es anders aus. People are beginning to suggest Die Leute beginnen vorzuschlagen, that we are becoming unbalanced. In English, they say unhinged. dass wir nicht mehr ausgeglichen sind. And if that's your mindset, Und wenn das dein Gedankengut ist, you need to ask yourself some serious questions. dann musst du dich selber ernsthafte Fragen dir stellen. And those questions must be based upon the following premise. Und diese Frage müssen auf der folgenden Grundlage basieren. Is this a moral stroke emotional response from us? Ist das eine moralische oder emotionale Antwort von uns? So
the men are having a legitimate backlash, sind die Männer also wirklich pushing back at us, nicht ganz verstanden? or this is a prophetic issue. Ist das eine Gegenreaktion der Männer oder ist das ein prophetisches Thema? And my perspective is that this is a prophetic issue that people in this movement are failing. Und meine Perspektive ist, dass das ein prophetisches Thema ist, das die Leute in der Bewegung nicht verstehen. Sie scheitern darin. And the point of failure is that people are not recognizing that these are not moral questions, but prophetic ones. Und das Scheitern liegt darin, dass die Leute nicht erkennen, dass das nicht moralische Themen sind, sondern prophetische. Now, this is a subject that has been a cause of tension for around 4 years in this movement. Das ist ein Thema, das jetzt schon seit ungefähr 4 Jahren in dieser Bewegung für Spannung sorgt. Around 2017, Im Jahr 2017 there began to be a gradual shift in the words and the tone of my presentations. da haben sich die Worte und der Ton meiner Präsentationen sehr gewandelt. People would describe it in the following fashion. Die Leute würden es wie folgt beschreiben. My words had become distinctly moral. Meine Worte wurden sehr moralisch, while the words of Elder Jeff remained distinctly prophetic. während die Worte von Ältesten Jeff sehr deutlich prophetisch waren. And it took many people by surprise. Und das hat sehr viele Leute überrascht. Since then, Seitdem, over the preceding 4 years, während den darauffolgenden 4 Jahren, I think I have been fairly consistent denke ich, war ich sehr beständig, explaining to people indem ich den Leuten erklärt that the habe, distinction between morality and prophecy does not exist. dass der Unterschied zwischen der Moral und der Prophetie nicht existiert. It is the construct of bad thinking. Es ist das Konstrukt eines schlechten Denkens, Ill-constructed logic, eine kranke, konstruierte Logik, baggage that we carry from our Adventist past. Gepäck, das wir von unserer adventistischen Vergangenheit weiterschleppen. And I fear for people today Und ich fürchte, dass die Leute heute, who are so excited about the formalization of our message, die so aufgeregt sind über die Formulierung unserer Botschaft and want us to move on, und wollen, dass wir weitermachen. and my fear is Und was ich fürchte ist, that those same voices dass diese gleichen Stimmen are rising up in opposition to the perspective that Elder Tess and myself have. sich gegen die Perspektive, die älteste Tess und ich selbst haben, erheben. Which is that many men in our movement have not accepted the message. Und das ist, dass viele Männer in dieser Bewegung die Botschaft nicht The akzeptiert Sunday haben. law message, Die Botschaft des Sonntagsgesetzes. which, as I said yesterday, Und das ist, wie ich gestern gesagt habe, is not the subject of same-sex marriage, nicht das Thema der homosexuellen Ehe nor the role of Islam in Bible prophecy. und auch nicht das Thema der Rolle des Islams in der biblischen It's the Prophetie. subject of gender equality, Es ist das Thema der Geschlechtergerechtigkeit, which is a large issue that confronts every person in the world. und das ist ein riesiges Thema, das jede Person auf dieser Welt So if you konfrontiert. felt that I was telling you off or rebuking you yesterday, Wenn du denkst, dass ich euch gestern
then you beschimpft habe misunderstand. oder euch Vorwürfe gemacht habe, dann My versteht ihr purpose for das bringing this falsch. up Meine Absicht, dass ich dieses Thema aufbringe, was to help each and every one of us war, dass ich jedem Einzelnen von uns to remain balanced and on the narrow path. helfen möchte, ausbalanciert zu sein und auf dem schmalen Pfad zu bleiben. It certainly was not my intention to be critical towards any particular individual Es war sicherlich nicht meine Absicht, kritisch gegenüber irgendeinem Individuum zu sein or to criticize their words or their perspective. oder ihre Worte oder ihre Perspektive zu kritisieren. It was a call Es war ein Aufruf for each of us to reconsecrate ourselves, für jeden von uns, sich erneut zu weihen especially the men, und insbesondere für die who are the Männer, ones who are really failing this message. die diejenigen sind, die wirklich an dieser Botschaft scheitern. And I want to remind those people Und ich möchte diese Personen daran erinnern, their failure will damage and hurt the women in this movement. ihr Scheitern wird den Frauen in dieser Bewegung Schaden antun. God is calling out a people, Gott ruft ein Volk heraus, not women, nicht Frauen, not men, nicht Männer, but both men and women to the kingdom of heaven. sondern Männer und Frauen in das himmlische Königreich. Now, yesterday I said that I began this discussion with the 14th Amendment, Gestern habe ich gesagt, dass ich diese Diskussion mit dem 14. Verfassungszusatz begonnen habe. and some people were confused by that statement. Und manche waren verwirrt über diese Aussage, Because I began the subject more than, we'll say about 18 months ago, ich habe begonnen mit diesem Thema vor mehr als 18 Monaten when I discussed the French Penal Code. und ich habe das französische Strafgesetzbuch angesprochen. And then I moved on slowly but steadily Und dann bin ich langsam, aber beständig weitergegangen, when I dealt with the subject of homosexuality. We looked at the word, als ich mich mit dem Thema der Homosexualität auseinandergesetzt habe, haben wir uns das Wort angeschaut. then we spoke about the Declaration of Universal Human Rights, Dann haben wir über die Erklärung der Menschenrechte gesprochen and then after that I introduced the 14th Amendment. und danach habe ich den 14. Verfassungszusatz hereingebracht. But the 14th Amendment, the reason why that was the reference point yesterday Aber der Grund, warum der 14. Verfassungszusatz ein Referenzpunkt gestern war, was twofold. war zweifach. First, it was introduced at the same time as the formalization of the message. Zuerst wurde es eingeführt zur gleichen Zeit wie die Formulierung der Botschaft, At least in my studies, other people may have spoken about it before. zumindest in meinen Studien. Manch andere Leute haben vielleicht darüber schon vorher gesprochen. And the second reason I used it as a reference point Und der zweite Grund, warum ich das als Bezug nahm, was to address the question or the issue that I wanted to raise about the behavior of men. war, dass ich über das Verhalten der Männer sprechen wollte. We need to be clear when it comes to prophetic subjects. Wir müssen klar sein, wenn es um prophetische Themen geht, Which we all claim to believe are life and death issues. und wir alle behaupten ja, dass das Themen sind, wo es um Leben oder If a Tod geht. question is life or death, depending on how you answer, Wenn es bei einer Frage um Leben oder Tod geht, je nachdem, wie du darauf antwortest, if you stand on the left or the right side of that argument, ob du auf der linken oder der rechten Seite dieses Arguments stehst, there are no two perspectives. da gibt es keine zwei Perspektiven.
If you're on the right side, Wenn du auf der richtigen Seite bist, you will have life. wirst du das Leben haben. If you're on the left side, you will have death. Wenn du auf der linken Seite bist, wirst du den Tod haben. You cannot have a different perspective and stand on the right side and expect to have life. It doesn't work that way. Du kannst keine andere Perspektive haben und aber auf der rechten Seite stehen und dann dennoch das Leben haben. So And so, funktioniert das nicht. even though the 14th Amendment seems straightforward, Und auch wenn der 14. Verfassungszusatz ganz klar und gerade heraus erscheint, everybody should have equal rights under the law, jeder sollte gleiche Rechte haben unter dem Gesetz, its application is difficult. ist dennoch die Anwendung dessen And for schwierig. many becomes confusing. Und für viele wird das verwirrend. For instance, in the case of Brown versus Board of Education, Zum Beispiel in dem Fall von Brown gegen Board of Education. all the people connected to that argument, they didn't all have the same perspective. Alle, die mit diesem Argument zu tun hatten nicht alle die gleiche Perspektive. And when that amendment was introduced during litigation, Und als dieser Verfassungszusatz eingeführt wurde, people viewed its usage differently. während diesem Gerichtsverfahren, haben die Leute den Nutzen daraus anders Roe versus Wade, unterschiedlich betrachtet. Roe gegen Wade, same amendment, same law, same Gla- constitution, gleiche Verfassungszusatz, das gleiche Recht, die gleiche Verfassung. but people are wondering, whose rights are we concerned about? Aber die Leute haben sich gefragt, über wessen Rechte machen wir uns Gedanken? Because from their perspective, you have different people who are all having different rights. Weil aus ihrer Perspektive gibt es unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Rechte haben. People argue that some rights are being protected and some rights are being trampled upon. Die Leute argumentieren, dass die Rechte mancher geschützt sind und die Rechte anderer eben nicht. And that's the argument that I wanted to bring up with respect to what's happening in the movement. Und das ist das Argument, das ich heraufbringen möchte in Bezug auf das, was in dieser Bewegung geschieht. Equal rights, yes, Die gleichen Rechte, ja, but that doesn't mean that there should be equal telling off, aber das bedeutet nicht, criticism. dass es gleiche Kritik geben sollte. It doesn't mean we view those two genders, male and female, in the same way. Es bedeutet nicht, dass wir diese beiden Geschlechter, Männer und Frauen, auf die gleiche Art und Weise So betrachten. if you feel as a man that your rights are being trampled upon, Wenn du denkst, dass deine Rechte von dir als Mann nicht mehr beachtet werden and we're not being fair, und dass wir nicht gerecht sind, ask yourself this question. dann frage dich selbst diese Frage: Is this a moral failing on our part, Ist das ein moralisches Scheitern auf unserer Seite or a correct understanding of prophecy on our part? oder ein richtiges Verständnis der Prophetie auf unserer Seite? And I believe all of us have the answer to that question already. Und ich glaube, dass jeder von uns bereits die Antwort auf diese Frage hat. We have sufficient evidence, Wir haben genügend Beweise, line upon line, Linie auf Linie, the development of this message die Entwicklung dieser Botschaft, to see and understand um zu sehen und zu verstehen, that nobody's rights are being trampled upon, dass die Rechte von niemandem zertreten werden, but the law is being applied correctly. sondern dass das Gesetz richtig angewendet wird. So that's why we discussed the 14th Amendment again, and that's why I feel it's so important for us to understand it. Deswegen haben wir nochmal über den 14. Verfassungszusatz gesprochen und deswegen denke ich, ist es so wichtig, ihn zu verstehen. And we need to get out of the bad habit Und wir müssen heraus aus dieser schlechten Gewohnheit,
of forgetting zu vergessen, that this is a prophetic movement, dass dies eine prophetische Bewegung a ist, prophetic subject, ein prophetisches Thema, a prophetic message. eine prophetische Botschaft. It's not moral. Es ist nicht moralisch. We're not trying to win your favor Wir versuchen nicht, deine Gunst zu erweisen, zu or your erlangen friendship oder deine Freundschaft or your affection. oder deine Zuneigung. That all of those things are nice to have. All diese Dinge sind schön zu haben. A prophetic message Eine prophetische Botschaft demands a straight testimony verlangt ein deutliches Zeugnis and a straight response. und eine deutliche Antwort. And your feelings Und deine Gefühle and my feelings und meine Gefühle are not to come into that equation. dürfen We are to do and speak right because it's right. in diese Gleichung nicht hineingebracht werden. Wir müssen richtig handeln, richtig sprechen. Emotionalism is a dangerous track to walk along. Emotionalität ist sehr gefährlich, dem zu When folgen. we deal with the subject of same-sex marriage and homosexuality, Wenn wir mit dem Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe zu tun haben, despite what many people suggest or argue, trotzdem, was viele Leute vorschlagen oder wie sie argumentieren, they approach the subject from an emotional stance. sie gehen dieses Thema aus einer emotionalen Ebene heraus an, How they feel about it. wie sie darüber fühlen. And this is why there are so many different thoughts, so many different answers to this subject. Und deswegen gibt es so viele verschiedene Gefühle und so viele verschiedene Antworten zu diesem Thema. And that's why we don't have a common perspective or a common understanding of things. Und deswegen haben wir keine gemeinsame Perspektive und kein gemeinsames Verständnis über die Dinge. A few weeks ago, I stated the following. Ein paar Wochen her habe ich das Folgende gesagt. I stated it as a fact, Ich habe es als eine Tatsache gesagt. and I believe Elder Tess did the same. Und ich glaube, dass älteste Tess das Gleiche gemacht hat. That the sexual orientation of a person is fixed. Dass die sexuelle Orientierung einer Person fest ist. It's not chosen. Es ist nicht auserwählt. You don't choose to be homosexual in the same way that you don't choose to be heterosexual. Man wählt es nicht aus, homosexuell zu sein, genauso wenig, wie man es nicht auswählt, heterosexuell zu sein. I don't know what percentage of us are heterosexual. We'll say 90%. Ich weiß nicht, wie viel Prozent von uns heterosexuell sind. Wir sagen mal 90%. All of you Ihr alle, who are heterosexual, die heterosexuell seid, you know within yourself, ihr wisst, dass in euch selbst, you didn't choose to be this way. ihr habt euch nicht dafür entschieden, so zu sein. You didn't come of age, Ihr seid nicht, whether you were 5, 15 or 25. ob ihr 5, 15 oder 25 Jahre alt wart, That you came out of the closet and declared to the world that you are heterosexual. kamt ihr nicht auf einmal heraus und habt der Welt gesagt, dass ihr heterosexuell seid. Go back and analyze how you felt. Geh zurück und analysiere, wie du dich gefühlt hast. When you saw someone of the opposite gender to you Wenn du jemanden gesehen hast, der das andere Geschlecht hat and the emotions and the feelings that that person created in you, was für Emotionen und Gefühle hat diese Person dann in dir verursacht? this was not a matter of choice.
Das war keine Angelegenheit We'll der just say Wahl oder it was Entscheidung, natural. sondern wir sagen, es war natürlich. If you use the principles of, we'll call it William Miller's rules, Wenn du die Prinzipien von, wir nennen es William Millers Regeln, benutzt, juxtapositioning, parabolic teaching, however you want to describe it, die Juxtaposition oder die Gleichnislehre, je nachdem, wie du es beschreiben möchtest, when you compare two people, wenn du zwei Personen miteinander vergleichst, heterosexual person and a homosexual person, eine heterosexuelle Person und eine homosexuelle Person, whether they're male or female, egal ob männlich oder weiblich, decency and honesty, Aufrichtigkeit and I mean that at a prophetic level, not at a moral one, und Anstand, und ich meine das prophetisch gesehen und nicht moralisch, demands that you need to treat both cases, both people in the same way. das verlangt, dass du beide Personen, beide Fälle auf die gleiche Art und Weise betrachtest. If you are born heterosexual, you are also, the other person is born homosexual. Wenn du eine geborene heterosexuelle Person bist, dann ist die andere Person eine homosexuelle choice. Person. Es ist keine Entscheidung. It's not something that you force upon yourself. Es ist nicht etwas, das du dir aufzwingst. You don't choose it. Wir wählen das nicht. Now, I have for many years defined sin in the following way. Viele Jahre habe ich Sünde auf die folgende Art und Weise definiert. Not the classic definition that sin is the transgression of the law. Nicht die klassische Definition, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. That is true. Das ist wahr. But I choose to use a different definition, Aber ich habe mich dazu entschieden, eine andere Definition zu verwenden. one that I think is more helpful, more holistic. Eine, die ich denke hilfreicher ist oder ganzheitlicher. And it's this, Und das ist die folgende, that sin is a choice. dass die Sünde eine Entscheidung ist. And as soon as you define sin as being a choice, Und sobald du die Sünde als eine Entscheidung definierst, the implications and ramifications of that simple statement are profound. die Auswirkungen von dieser einfachen Aussage sind sehr tiefgreifend. This is why I've taken many hours of study time Und deswegen habe ich viele Stunden Studienzeit darauf verwendet, presentation time also Präsentationen, to speak about the fast brain and the slow brain. über das schnelle Gehirn und über das langsame Gehirn zu sprechen. Now, these phrases are just constructs. Diese Aussagen sind nur Konstrukte. The reality is your mind, your brain, Die Realität ist dein Gehirn, dein Verstand. and what we as scientists want to do Und was wir als Wissenschaftler tun möchten, is to try to understand this complex organ or complex organism in simple terms. ist, dass wir diesen komplexen Organismus in einfachen Ausdrücken And erfassen one of the möchten. ways that we can do that, Und eine der Art und Weisen, wie wir das tun können, which in fact is a technique that the Bible writers used, das wirklich eine Technik ist, die die Schreiber der Bibel benutzt haben, is the personification of things. ist die Personifizierung von Dingen. Those things could be objects or emotions. Diese Dinge können Objekte sein oder Emotionen. They could be physical or spiritual. Sie können physisch sein oder geistlich. So when I speak about the fast brain and the slow brain, Als ich über das schnelle und das langsame Gehirn gesprochen habe, you don't have two brains. da habt ihr nicht zwei Gehirne. They're not two specific locations geographically within your skull. Es gibt keine zwei örtlichen Bereiche in deinem Gehirn. One is not literally fast and the other literally slow.
Der eine ist nicht buchstäblich schnell und der andere ist nicht buchstäblich But langsam. these are terms that are used to describe the whole of you. Aber das sind Begriffe, die verwendet werden, um dich als Ganzheit zu beschreiben. In simple ways that are meant to be useful and helpful. Auf einfache Art und Weisen, die hilfreich und nützlich sein sollen. So we speak about the fast brain and the slow brain because those two words, fast and brain, portray something. Wir haben über das schnelle und langsame Gehirn gesprochen, weil diese zwei Wörter, schnell und langsam, etwas darstellen. We could describe it in a different way. Wir können es auch auf eine andere Art beschreiben. Fast, slow, Schnell, langsam, hardworking, lazy. hart arbeitend oder faul. So the fast brain, the fast worker, is always busy. Das schnelle Gehirn, der schnelle Arbeiter ist immer beschäftigt. The slow brain is slow because it's lazy, it doesn't want to work. Das langsame Gehirn ist langsam, weil es faul ist, weil es nicht arbeiten möchte. In English, there's a term called couch potato. It's someone who sits on a chair all day long and does nothing. Auf Englisch sagt man Couch Potato, also jemand, der auf einem Stuhl die ganze Zeit sitzt und nichts tut. Unless someone forces them to. Bis ihn jemand dazu zwingt. In the inimitable words of Trump, In den Wörtern von Trump, they have low energy. diejenigen haben keine Energie. This is the slow brain, Das ist das langsame Gehirn, the lazy one that tires easily. das Faule, das schnell müde wird. But it's also the thoughtful brain, Aber es ist auch das gedankenvolle Gehirn, thoughtful, the one that thinks a lot, nachdenklich, patient, geduldig. follows rules, Es folgt Regeln. considers cause and effect. Es betrachtet Ursache und Wirkung. So this slow brain is not so bad after all, Dieses langsame Gehirn ist also so schlecht überhaupt nicht. compared to the headstrong, self-deceived, Im Vergleich zu dem eigenwilligen oder selbstsüchtigen assertive fast brain. Oder trägen, nee, I'll use two other terms, also zu dem eigenwilligen, selbstsüchtigen, schnellen Gehirn. fast, slow, Ich habe zwei andere Wörter benutzt, schnell, langsam, unconscious, conscious. unbewusst und bewusst. Now remember, all of these are just, for me, English constructs of how you are put together. Und erinnert euch, all das sind einfach englische Konstrukte, wie wir aufgebaut sind. They're only shadows of reality, Das sind aber nur Schatten der Realität, the real you, von dem wirklichen Du. but they are helpful. Aber sie sind hilfreich. Now, why do I mention that? Warum erwähne ich das? Why have I spent so much time dealing with the fast and slow brain? Warum habe ich so viel Zeit damit verbracht, über das schnelle und langsame Gehirn zu sprechen? It wasn't just to discuss how we approach inspiration. Es sollte nicht nur darüber gehen, wie wir die Inspiration angehen. When I introduced another term, Als ich einen anderen Begriff einführte, what you see is not all that there is. was du siehst, ist nicht alles, was da ist. Now, it depends who you ask. Es kommt darauf an, wen du fragst, Because if you ask the fast brain, weil wenn du das schnelle Gehirn fragst, who rushes ahead, das sehr eilig davonläuft, who doesn't care about the future, but the present, dem die Zukunft egal ist, sondern nur die Gegenwart kümmert, who's not thoughtful and considerate, der nicht nachdenklich ist und nicht die Dinge in Betracht zieht, a bit like Esau.
sondern wie Esau, ein bisschen wie Esau. If you ask that brain, Wenn du dieses Gehirn fragst, it says what you see is all there is. dann sagt es, was du siehst, ist alles, was da ist. I hope you understand this term, Ich hoffe, ihr versteht diesen Ausdruck. tunnel or blinkered vision. Tunnelblick. So tunnel vision is as though you had a tunnel. You can only see what's ahead of you. Der Tunnelblick ist so, wie wenn man in einen Tunnel hereinschaut. Man sieht nur das, was genau vorne ist. They put these blinkers upon horses so they can only see ahead of them. Sie tun diese Scheuklappen auf Pferde, damit sie nur sehen, was vor ihnen ist. Now you know that all that you can see is not all that there is. There's Ihr things wisst- on the side that you can't see. Ihr wisst aber, dass alles, was ihr sehen könnt, nicht alles, was da ist, denn es gibt auch Dinge an der Seite, die ihr nicht sehen könnt. The fast brain looks at the world this way. Das schnelle Gehirn schaut sich so die Welt an. Is it good or bad that it does that? Ist es gut oder schlecht, dass es das tut? Depends who you ask. Kommt darauf an, wen du fragst. We'll say good. Wir sagen gut. The problem is the fast brain doesn't have all the facts. Das Problem ist, dass das schnelle Gehirn nicht all die Fakten hat. It doesn't think about the consequences. It just acts. Es denkt nicht über die Konsequenzen nach, sondern es handelt einfach. Fast brain is impulsive. Slow brain is thoughtful. Das schnelle Gehirn ist impulsiv, das langsame Gehirn ist nachdenklich. Why is all this important? Warum ist all das wichtig? Because it comes back to the subject, Weil es kommt zurück zu dem Thema, the nature of sin. die Natur der Sünde. When we were children, we used to think as children. Als wir Kinder waren, haben wir wie Kinder gedacht. So 4 years ago, Vor 4 Jahren we spoke about the true force of the will. haben wir über die wirkliche Kraft des Willens gesprochen. We'll rephrase that. Wir sagen das anders. The true force of choice. Die wirkliche Kraft der Entscheidung. So it's your choice, it's your will, Es ist deine Entscheidung, es ist dein Wille, because the will is the boss, the governing force in a human being. weil der Wille ist der Chef, es ist die regierende Macht in dem menschlichen Wesen And that leads you down a certain path. und das führt dich einen bestimmten Weg entlang. Everything that happens that you do, Alles, was passiert, was du machst, because you are a machine, weil du eine Maschine bist, and so everything that comes to you has to be filtered muss alles, was zu dir kommt, gefiltert werden. through what? Wodurch? Through the will. Durch den Willen. We'll put in parenthesis, and a sanctified conscience. In Klammern sagen wir, und einem geheiligten Gewissen. Sanctified meaning it knows what is right and wrong. Geheiligt bedeutet, es weiß, was richtig und falsch ist. Put that aside. Leg das zur Seite. Everything that comes to you is filtered through your will, Alles, was zu dir kommt, wird durch deinen Willen gefiltert, because it's the boss, the governing power in the human being. denn es ist der Chef, es ist die regierende Kraft in dem menschlichen Wesen. So what does that mean? Was bedeutet das? It means every response that you give Es bedeutet, dass jede Antwort, die du gibst, to external influences, gegenüber externen Einflüssen your environment, deiner Umwelt, all becomes subject to will, alles wird deinem Willen which unterstellt. means it's a choice on how you behave and how you react. Und das bedeutet, es ist eine Entscheidung, wie du dich verhältst, wie du reagierst. This is a childish thought.
Das ist ein kindlicher Gedanke, a childish conclusion. eine kindliche Schlussfolgerung. I use the word childish in the sense of it's simplistic. Ich sage kindlich im Sinne von vereinfacht. And when that truth came out, as it did, Und als diese Wahrheit herauskam, so wie sie herauskam, people in the movement thought it was a great revelation. da haben die Leute in der Bewegung gedacht, es ist eine großartige Offenbarung, A great outpouring of truth and light. ein großartiges Ausschütten von Wahrheit und Licht. And now, Und jetzt, after many years of prophecy, nach vielen Jahren der Prophetie, now that we were dealing with morality, jetzt, wo wir mit der Moral zu tun haben, we were ready. waren wir bereit? We were ready to take on the world. Waren wir bereit dazu, die Welt zu nehmen? But Aber even though we thought we had become teachers auch wenn wir dachten, dass wir Lehrer geworden sind in 2017, im Jahr 2017, one had to be raised up. einer musste One had to be raised up. einer musste aufstehen. Someone needed to teach us again the truth. Jemand musste uns nochmal die Wahrheit lehren. What I want to say is this. Was ich sagen möchte, ist das Folgende. Everything that you do Alles, was du tust, is not all choice. ist nicht alles eine Entscheidung. Choice is slow brain. Entscheidung ist das langsame Gehirn. Therefore, will is slow brain. Deswegen ist der Wille das langsame 4 years Gehirn. ago, that's all you thought there was. Vor 4 Jahren noch dachtet ihr, das ist alles, was da war. Until you realized, Bis ihr realisiert habt, until you were told, bis euch gesagt wurde, that there is a fast brain somewhere in here. dass es da irgendwo ein schnelles Gehirn gibt. And that changes many things. Und das ändert viele Dinge. It changes how you view your behavior and the relationships that you are in. Es ändert, wie du dein Verhalten betrachtest und die Beziehungen, in denen du dich befindest. People don't think what they say or they do often. Die Leute denken oft nicht darüber nach, was sie sagen und was sie They tun. fight Sie streiten or they run. oder sie laufen weg. Both responses of the fast brain. Beides sind Reaktionen des schnellen Gehirns. Is that a choice that they make? Ist das eine Entscheidung, die sie treffen? 4 years ago, you would have said yes. Vor 4 Jahren hätten wir gesagt, ja, No mercy. keine Gnade. Today, Heute we have a different landscape. haben wir eine andere Landschaft. And so this whole issue about fast and slow brain Und so ist dieses ganze Thema über das schnelle und langsame Gehirn, is really dealing with the nature of sin. hat es wirklich mit der Natur der Sünde zu tun. And it all brings us to this point in our present study Und es bringt uns alle an diesen Punkt in unserem gegenwärtigen Studium, where we can say with confidence, wo wir mit Vertrauen, mit Zuversicht sagen using können, all the rules that we have at our disposal, indem wir all die Regeln benutzen, die wir zur Verfügung haben, parabolic teaching, die Gleichnislehre, juxtapositioning, die Juxtaposition, fast and slow brain, schnelle und langsames Gehirn, unconscious, conscious, unbewusst, bewusst. and you bring all of these together, Und wenn wir all das zusammenbringen, you begin to understand more about the nature of sin. dann beginnst du mehr über die Natur der Sünde zu verstehen. And if you begin to think like God, Und wenn du beginnst zu denken wie Gott and if you begin to think like God,
Und wenn du beginnst zu denken wie Gott, it will force you to change how you react to your environment. dann wird es dich zwingen, dich zu ändern, wie du auf deine Umwelt reagierst. You might describe it that we would become more merciful. Vielleicht würdest du es beschreiben, dass du gnädiger geworden bist. I wouldn't describe it that way. Ich würde es so nicht beschreiben. I would not describe it that way. Ich würde es so nicht beschreiben. It's not that I'm becoming more merciful at people's bad behavior. Es ist nicht so, dass ich gnädiger geworden bin über das schlechte Verhalten von anderen Menschen. It's that I'm understanding better the nature of sin Sondern dass ich besser die Natur der Sünde verstehe and how it operates. und wie sie funktioniert. And the more you study, the more you investigate, Und je mehr du studierst und nachforscht, you're required to distinguish between choice and not choice. desto mehr wird von dir verlangt, zu unterscheiden zwischen dem, was eine Entscheidung ist und dem, was keine Entscheidung ist. Many of you who are listening are parents, Viele von euch, die zuhören, sind Eltern. and just understanding this one issue, this one point, Und nur diesen einen Punkt zu verstehen, would relieve you of many problems in child management. wird dich von vielen Problemen erlösen in Bezug auf die Kindererziehung. Many of you are married, Viele von euch sind verheiratet. and if you understood the nature of sin, Und wenn ihr die Natur der Sünde verstehen würdet, the issue of choice, das Thema der Wahl oder Entscheidung, the nature and substance of fight or flight, which means to run, die Natur und Substanz des Kämpfen oder Fliehens, was bedeutet you wegzurennen, would fare better in your marriages. dann würdet ihr euch besser in euren Ehen fühlen. This is a broad and vast subject that touches many spheres of your life. Das ist ein breites Thema, das viele Bereiche in deinem Leben anbelangt. We're taking this idea, this concept, this broad concept, Wir nehmen dieses breite Konzept and discussing a very narrow application. und besprechen nur eine sehr kleine We're Anwendung taking this davon. broad subject Also wir nehmen dieses breite Thema and looking at a very narrow application of it. und wenden dies in einem sehr kleinen Bereich nur an. Heterosexual and homosexual orientation. Heterosexuelle und homosexuelle Orientierung. If you are born with that nature, Wenn du mit dieser Natur geboren bist, it's not your choice, dann ist es nicht deine Entscheidung. and therefore it is not sin. Und deswegen ist es keine Sünde. The people ask silly questions, Die Leute stellen alberne Fragen, at least from my perspective, zumindest aus meiner Perspektive. like, is homosexuality a consequence of sin? Wie zum Beispiel, ist die Homosexualität eine Folge der Sünde? That's like saying, is heterosexuality a consequence of sin? Da könnte man genauso sagen, ist Heterosexualität eine Folge der Sünde? Did God create men and women at the beginning because of sin? Hat Gott Männer und Frauen am Anfang erschaffen wegen der Sünde? Did sin exist? Hat Sünde Of existiert? course it did. Natürlich hat es das. Sin existed at the creation. Sünde hat existiert bei der Schöpfung. The whole of the universe was in turmoil and fighting. Das ganze Universum hat ja gestritten und war in Unruhe. God didn't make that couple Gott hat nicht dieses Paar erschaffen, heterosexual heterosexuell, as a consequence of the sin that was in the universe. als Folge der Sünde, die im Universum It war, was God's will. sondern es war Gottes Wille. It was sinless. Es war sündlos. There was no choice. Da war keine Entscheidung.
It was a reflection or a representation of the Godhead. Es war eine Spiegelung oder eine Darstellung der Gottheit. And so if you apply all of those ideas, all of those sentiments Und wenn du all diese Ideen oder Gedanken anwendest, to every human being, für to every form of relationship, für jedes menschliche Wesen und jede Art der Beziehung apply the rules carefully, und die Regeln sorgsam anwendest, you'll find your answer. dann wirst du deine Antwort finden. Now, Nun, if one's sexual orientation is fixed and not chosen, wenn die sexuelle Orientierung von jemandem fix ist und nicht ausgewählt, which I would say that 90% of Christians don't believe, das, ich würde sagen, glauben 90% der Christen nicht. the conference president of the Seventh-day Adventist Church doesn't believe, Der Präsident der Adventgemeinde glaubt das nicht. I believe he's heterosexual. Ich glaube, er ist heterosexuell. He will just say, that's natural. Da würde er einfach sagen, das ist And in the natürlich. same breath, he will say, being homosexual is a choice. Und im gleichen Atemzug würde er sagen, homosexuell zu sein ist eine Entscheidung. This is not stupidity. Das ist nicht Dummheit, It's not understanding the rules of prophetic interpretation. sondern es ist nicht das Unverständnis über die It's Regeln careless reading. der prophetischen Interpretation. Es ist achtloses It's Lesen, bigotry, as William Miller defined it. wie William Miller es definiert hat. And that's why the church is in a das mess, Fanatismus. Und deswegen befindet sich die as Gemeinde is Christendom. in einem Schlamassel, so wie die Christenheit. Having established Das also gefestigt using zu all of haben, these rules, indem ich all diese Regeln verwendet habe, that one's sexual orientation is not sin dass die Orientierung von jemandem keine Sünde ist and not a choice, und keine Entscheidung, we have to reevaluate how we interpret, how we look at the Bible. da müssen wir nochmal evaluieren, wie wir die Bibel betrachten. And for several weeks now, Und seit einigen Wochen nun I have said, let's look at a very narrow perspective of this issue. habe ich gesagt, lasst uns eine sehr kleine, schmale Perspektive dieses Themas betrachten. What I've said is true, and it is, Wenn das, was ich sage, wahr ist, und es ist wahr, then you have to change your understanding, your reading, your perspective. Understanding, reading, perspective. dann musst du dein Verständnis, dein Lesen und deine Perspektive ändern Of one of two subjects. von einem von zwei Themen. Celibacy, Zölibat, which means you don't marry, was bedeutet, dass du nicht heiratest, or marriage. oder Ehe. So if the former statement was true, Wenn die vorige Aussage wahr ist, your sexual orientation is not a choice, dass die sexuelle Orientierung keine then you Entscheidung need ist, to reevaluate your understanding of celibacy or marriage. dann musst du dein Verständnis über das Zölibat oder über die Ehe neu Let's evaluieren. pray. Lasst uns beten. Holy God, Heiliger Gott, help us to understand from cause to effect. hilf uns, Ursache und Wirkung zu verstehen. Strengthen our minds and our memories. Stärke unseren Verstand und unser Gedächtnis. Help us to be diligent in the few remaining hours that we have. Hilf uns, gewissenhaft zu sein in den wenigen verbleibenden Stunden, die wir haben. It's not so much how many hours we put into study. Es geht nicht so sehr darum, wie viele Stunden wir mit Studium verbringen, It's more about the attitude
that we have about our studies. sondern es geht mehr darüber, welche Einstellung wir gegenüber unseren Studien I pray haben. that each of us would understand this. Ich bitte dich, dass jeder von uns das verstehen möge. Quantity is not quality, Die Quantität ist nicht die and yet we cannot Qualität. have a good understanding without much study. Und dennoch können wir kein gutes Verständnis haben, ohne viel zu studieren. I pray for everyone listening Ich bitte dich für jeden, der zuhört, that each of us will be given a measure of faith dass jedem von uns eine to Anzahl an believe in you, Glauben bekommt, an to dich zu believe in your glauben messengers, und an deine Botschafter zu glauben, to have faith and trust. um Glauben und Vertrauen zu haben. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.